Ja, dann herzlich willkommen zu unserem dritten Karrieretalk mittlerweile. Also, ich freue mich sehr, dass ich hier immer wieder spannende Referentinnen finde und, ich freue mich auch, dass so viele heute wieder live dabei sind. Für alle, die mich vielleicht noch nicht kennen, also mein Name ist, Dr. Iris Köhler. Ich bin promovierte Agraringenieurin, habe eine Zeit lang in der Forschung gearbeitet, dann im Wissenschaftsmanagement und bin jetzt seit, gut 5 Jahren hauptberuflich selbstständig als Karrierecoach und Trainerin. Und mir ist es einfach eben 'n großes Anliegen, Promovierenden und auch Postdocs, dabei zu helfen, rauszufinden, so: „Was könnte ich denn machen nach der Promotion, wenn ich jetzt nicht, in der Forschung bleibe? Was gibt's da für Möglichkeiten?“ Und deswegen habe ich diese Karriere-Talk-Reihe gestartet. Ja, freue mich, dass das auf so große Resonanz hier stößt. Und heute haben wir den Tobi da, Dr. Tobias Wallner oder Tobi. Und, freue mich sehr, dass wir heute mit dir dann über klinische Forschung sprechen können und, was du da genau machst. Aber wir starten jetzt erst mal mit, deinem Weg dorthin, weil das war ja nicht so offensichtlich vom Beginn an. Du hattest mir ja auch im Vorgespräch erzählt, dass deine Promotion, ging über Ameisen. Also, Richtig, ja. genau, vielleicht nicht der nächste Weg, zur klinischen Forschung. Erzähl das Ja, einfach mal. ja, sehr gerne. Ja, also, freut mich auf jeden Fall auch, hier zu sein. Ja, ist, auf jeden Fall kein geradliniger Weg gewesen der Promotion. Also, ich habe, hier in Regensburg also, ich bin jetzt tatsächlich hier in der Nähe von Regensburg. Ich, wohne jetzt auch wieder hier, habe hier in Regensburg studiert, promoviert auch und eben mit Ameisen. So, war jetzt aber kein klassischer Verhaltensbiologe, der sich jetzt nur das Verhalten der Ameisen angeschaut hat, sondern mein Schwerpunkt war tatsächlich Entwicklungsbiologie. Also, ich habe hier, ja, ganz modern gearbeitet mit, ganz viel, In-situ-Hybridisierungen, Antikörperfärbungen, ganz viel Code-Forked auch. Die eine oder andere weiß das vielleicht auch und, verbringt gerade viel Zeit unten im Lab unter vorm Mikroskop, und habe mir dort, Kassendetermination angeschaut. Ähm, Dann war natürlich irgendwo auch schon von vornherein klar so, okay, es gibt halt nur 2 Wege. Also, der eine Weg ist, ich bleibe in Academia, ich mache meinen Postdoc und da wir hier in Deutschland sind, muss ich halt habilitieren, um halt eine Professur irgendwo zu kriegen. Das will aber keiner mehr so wirklich. Also, von meinen Freunden, die mit mir studiert haben, ist einer geblieben Mhm. in der Akademie. Und auch der ist jetzt mittlerweile gegangen, weil leider einfach das Wissenschaftszeitgesetz und ich muss es euch nicht erzählen, es ist halt einfach sehr schwierig, auch an Gelder zu kommen. Die Situation an den Lehrstühlen ist vielleicht auch nicht immer optimal. Und für mich war klar, nach der Promotion bin ich weg. Ich wollte auch keinen Postdoc machen. Das war für mich dann auch so eine Sache. Ähm, Auch wenn natürlich Sachen liegen geblieben sind, aber natürlich muss man irgendwo schauen, wo man bleibt. Ich war frisch verheiratet und da sind dann auch die Prioritäten einfach ein bisschen anders. Und da war es einfach wichtig, ja, okay, ich muss halt, ähm oder ich möchte halt einfach ganz normal arbeiten. Ich möchte meinen ganz normalen 9-to-5-Job meinen 9-to-5-Job. Und dann war die Frage: „Gut, was mache ich?“ Ich hatte tatsächlich Glück. Ich hatte eine sehr gute, Graduiertenschule hier in Regensburg, die sich schon frühzeitig drum bemüht hat, für uns Doktoranden zu schauen, um Einblick zu geben: „Okay, was können wir denn nach der Promotion eigentlich alles machen?“ Und dann gab es damals dieses Event, das kam von der Pharmaakademie. Das ist, ja, wie soll man dazu sagen, ein Institut, das zertifiziert ist für Fortbildungen, vor allem im Bereich eben Life Sciences. Und die haben damals, und das wurde auch von der Graduiertenschule bezahlt, eine Schulung gegeben, die ging 5 Tage und die nannte sich GXP-Intensivkurs. So, für was steht eigentlich jetzt dieses GXP, ne? Also, das ist die Abkürzung und einige kennen das vielleicht auch schon unter GLP, Good Laboratory Practice. Das sind halt so die Standards, unter denen man halt im Labor zum Beispiel arbeitet. Aber es ist ja nicht nur GLP, es ist auch GCP, das nennt sich Good Clinical Practice, also alles, was, in der Klinik quasi wichtig ist. Dann gibt es noch GMP, das ist Good Manufacturing Practice, also alles, was halt Manufaktur und mit den Prozessen um die Herstellung von, Medikamenten geht.
Und es gibt GVP, Good Vigilance Practice. Das geht alles um die Sicherheit quasi dann im Anschluss. Das haben vielleicht die einen oder anderen von euch in dem Vortrag von Regulatory Affairs gehört. Alles, was halt dann quasi im Nachgang auch für die Zulassungen auch wichtig sind und für die Patientensicherheit. Und da kam ich das erste Mal in Berührung mit dem Jobprofil eines CAAs. Was steht CAA? Das ist Englisch für Clinical Research Associate. Das würde sich ins Deutsche als klinischer Monitor übersetzen. Und die Aufgabe eines CAA ist, sich um die Patienten- und Datensicherheit während einer klinischen Prüfung zu kümmern. Genau, und ja, ich habe die Fortbildung gemacht, dachte mir, cool, das hat mir auf jeden Fall schon mal weitergeholfen, ein bisschen Einblick gegeben. Und dann war es erstmal wichtig für mich, okay, ich mache erstmal die Promotion fertig und bewerbe mich dann auf Stellen. Da würde ich gerne mal kurz einhaken, Tobi. Diese Fortbildung, also warst du jemand, dass du gesagt hast, ja, ich nehme mal so alles mit, ich gucke mir das einfach mal an, oder hattest du schon, als du die Fortbildung, also dich dafür entschieden hast, hattest du da schon so im Hintergedanken, ja, das wäre auch was mich interessiert, Pharmabereich, da reinzugehen? Ja, total. So, das müsste ich auch noch mal weiter ausholen. Das war tatsächlich in Regensburg meine zweite Doktorarbeit. Ich habe in Regensburg auch schon 'n Bachelor-Master gemacht und habe dann 'ne Doktorandenstelle angeboten bekommen von einem Kollaborationspartner von meinem Lehrstuhl, auch noch im Ameisen, in der Schweiz. Ja, der war im Bereich der Neurogenetik und der hat damals angefangen, das Gehirn von Ameisen zu mappen. Also war ganz neu und war cool und genau, er hat halt jemanden gesucht und ja, so wie es halt oft so ist, durch Kollaborationen kriegt man halt einen Fuß in die Tür. Ich bin tatsächlich dann auch in die Schweiz gegangen und war dann dort etwas über ein Jahr und ja, lief jetzt nicht so toll. Also die Grundvoraussetzungen waren nicht so toll. Mein Arbeitsgruppenleiter ist gegangen, als ich gekommen bin. Es gab da Zerwürfnisse mit dem Professor und mein Professor war auch nicht sonderlich hilfreich. Druck gemacht und keine Hilfe. Ja, und nach einem Jahr war dann für mich klar, das kann hier so nicht weitergehen. Habe für mich tatsächlich dann aus dem Bauch heraus die Entscheidung getroffen, okay, ich kann hier nicht weitermachen, das führt zu nichts und ich werde mich die nächsten 2, 3 Jahre dann nur durchquälen. Und habe dann das quasi beendet und bin dann danach zurück nach Deutschland und dann war die Frage, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Möchte ich nochmal promovieren und wo und was? Nee, ich möchte arbeiten und habe dann angefangen, mich auf Stellen zu bewerben und parallel eine Fortbildung gemacht zum Qualitätsmanager. Ähm, und das hat gar nicht funktioniert. Also nur mit der Fortbildung, Masterabschluss, da kam gar nichts bei rum. Und parallel natürlich hatte ich dann wieder Kontakt natürlich auch zu meinem alten Lehrstuhl, zu meinem Betreuer damals. Und der hat dann gesagt, hey Tobi, komm doch wieder zu mir. Ich habe eine Doktorandenstelle und da können wir dann quasi anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Und das hat auch funktioniert. Das war super. Ich bin zurück nach Regensburg, habe dann die Promotion gemacht. War auch super spannend. Okay, Corona. Das muss ich keinem erzählen, glaube ich. War sehr herausfordernd. Aber durch diesen ganzen Prozess, sich schon mal beworben zu haben und tatsächlich über 100 Bewerbungen geschrieben zu haben, habe ich schon ein bisschen den Einblick bekommen, okay, was gibt es denn da für Unternehmen, Berufsbilder? Und im Nachhinein, gut, wenn ich es gewusst hätte, dann hätte ich mich, glaube ich, schon früher um so eine CAA-Fortbildung gekümmert. War aber halt nicht auf meinem Schirm. Ist auch schwierig, wenn man wirklich in dieser akademischen Blase drin ist, den Blick nach draußen zu werfen, wenn man nicht zufälligerweise Industriepraktika machen kann oder halt so eine Industriedoktorarbeit. Ganz schwierig. Ja, Ähm, aber super, also dass es dann die Angebote auch von der Graduiertenschule bei euch gab. Und ich möchte es einfach auch nochmal betonen, weil ich natürlich auf Einblicke habe oder auf sehr viel sehe, was von verschiedenen Graduiertenschulen angeboten wird. Und ich möchte auch wirklich jeden ermuntern, dass ihr mal schaut, was gibt es denn da eigentlich? Also ich erlebe das ganz oft in meinen Kursen, dass Promovierende da teilweise gar nicht wissen, was es eigentlich für super Angebote an ihren Universitäten gibt. Also da wirklich auch mal so aktiv schauen, was gibt's denn da, was gibt's für Kurse, und das Angebot dann auch nutzen. Würde ich dann auf alle Also was Fälle ich mal noch ergänzen wollen. Ja, und was ich auch sehr empfehlen kann, sind die ganzen Job Messen tatsächlich. Also es gibt die Jobvektor-Messe, die findet, ich glaube, sogar halbjährig statt. Einmal immer ist sie in München und einmal ist sie, glaube ich, in der Nähe von Stuttgart. Ich glaube aber auch, dass sie mittlerweile auch
an anderen Standorten ist, aber es ist nicht die einzige. Aber ich kann nur empfehlen, schaut euch mal nach so Life Science Jobmessen um, weil man da auch ein ganz gutes Gefühl für bekommt, okay, was suchen die denn da eigentlich? Ja, und die wollen halt immer die eierlegende Wollmilchsau, dass du quasi promoviert hast, du bist 25 und du hast 8 Jahre Berufserfahrung. So, gibt's natürlich nicht, ne? Aber es ist auf jeden Fall sehr hilfreich auch zu sehen, okay, was gibt's denn da eigentlich für Unternehmen? Wo möchte ich eigentlich hin? Und in welchem Bereich habe ich meine Promotion gemacht, der mir vielleicht dahin weiterhelfen kann? Mhm. Genau. Und bei mir war es dann so, ich war mit der Promotion fertig und habe angefangen, mich zu bewerben. Und es lief erstaunlich schlecht. Also das war dann auch für mich, habe mich schon ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil ich eigentlich dachte und weil es ja immer hieß, oh, mit Promotion, ja, die nehmen dich überall mit Handkuss. Das ist leider wirklich nicht mehr so. Es kommt immer drauf an, wo man halt promoviert hat, ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Promotion in der Uniklinik gemacht hätte, ich hätte im Bereich Immunologie gearbeitet oder in der medizinischen Mikrobiologie oder in der Virologie, sähe die Sache vielleicht ein bisschen anders aus. Das weiß ich auch von Freunden von mir, die tatsächlich in den Bereichen promoviert haben. Für mich als Zoologen, ja gut, okay, du kommst halt vom Lehrstuhl für Evolutionsbiologie und Zoologie, da denkt halt jeder so, ja, okay, der hat halt nur Sachen angeschaut die ganze Zeit und Verhalten und wo ist da der Bezug zur Industrie, ne? Ähm, aber ich war da relativ offen, weil es mir einfach wichtig war, erst mal den Fuß in die Tür zu kriegen und habe mich dann auch, und das ist immer eher so verpönt, für die Pharmareferentenstellen beworben. Mhm. Und hatte dann auch das ein oder andere Gespräch und Interview und ist halt leider nichts geworden. Und irgendwann nach ein paar Wochen, ja, wobei ich glaube, das war schon 2 Monate, war ich schon im Bewerbungsprozess drin, wurde ich langsam schon ein bisschen frustriert und war, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich genau? Und da habe ich mich eben dran erinnert, ich hatte ein Gespräch geführt auf eben dieser Jobvector-Messe in München. Das war einige Jahre zuvor, da bin ich mal hin mit einem Kumpel, der sich auch mal ein bisschen schlau machen wollte und war im Gespräch mit, ja, und das ist jetzt der Vertrieb mit einer Agentur, die sich K-Recruiting genannt hat, die spezialisiert war auf den Vertrieb von Freiberuflern in der Life Science Industrie. Und habe dann auf die Webseite geschaut, ob die eventuell irgendwie Leute suchen. Und dann gab es dort ein Arbeitsprofil für einen Scientific Recruiter. Dachte mir, oh, okay, ja, hier, Scientific, das ist doch genau mein Ding. Recruiting, Mhm. ja, schauen wir mal. Recruiting kenne ich von den Ameisen, die rekrutieren auch. Und habe dann ganz lax einfach mich halt mal gemeldet, habe noch die Visitenkarte tatsächlich gehabt, mit dem ich damals gesprochen habe. Und hat sich herausgestellt, okay, der ist mittlerweile relativ aufgestiegen, mittelständisches Unternehmen, 50 Leute. Und hat sich tatsächlich irgendwie anscheinend noch an das Gespräch mit mir erinnert. Wow. Also man Also auch mit wieder, Leuten. ja. Gut, die arbeiten halt mit Menschen ganz viel, ne? Und die erinnern sich an sowas, die haben da ganz gute Gedächtnisse für sowas. Und das hat halt irgendwie die Tür geöffnet. Die haben gesagt, so, ja, super, schick uns die Bewerbungsunterlagen. Und ich hatte dann ganz, ganz schnell ein Bewerbungsgespräch tatsächlich und war dann in München, auch mehrstufiger Prozess. Also es war zuerst schriftlich, dann war es ein Telefoninterview, dann war es das persönliche Gespräch in München. Und genau, ich war erst mal ein bisschen skeptisch, okay, könnte das was für mich sein? Aber tatsächlich klang das eigentlich ganz spannend, weil das Unternehmen mit allen großen Unternehmen in der Pharma wie auch in der Biotech-Industrie zusammenarbeitet. Da sind Namen gefallen wie BioNTech, wie Pfizer, Gilead, Novo Nordisk, AstraZeneca. Also es war dann schon so, okay, ja, die kennt man, ja, AstraZeneca, klar, kennt man, BioNTech halt durch die Corona-Impfstoffe. Mhm. Und genau, ich wurde da auch ein bisschen gegrillt tatsächlich von den Leuten da auch im Bewerbungsgespräch, weil das halt eine Vertriebsorganisation ist und erzählen halt Umsatz und Zahlen. Und da war die Frage, okay, kann ich mir das zutrauen? Aber ich habe eine Zusage bekommen, relativ schnell. Ich fand es auch super nett. Das war ein junges Unternehmen. Die waren alle in meinem Alter. Der Älteste war, glaube ich, der Chef mit 45. Und alle anderen waren halt, ja, drunter, auch mit Mitte 20 und 20. Viele Werkstudenten, die da auch gearbeitet haben. Und habe gesagt, okay, mache ich. Weil irgendwie muss ich irgendwo anfangen. Es ist nicht das, was ich mir eigentlich ursprünglich gewünscht habe, aber mei, so ist es halt einfach. Ja, Und also einfach mal loslegen und einfach mal loslegen und ich muss es ja nicht für immer machen, aber Hauptsache, man kommt halt irgendwie rein und sammelt Berufserfahrung. Und
Ja, was soll ich sagen? Also es war hart, hat aber wirklich viel Spaß gemacht auch, ja. Ich habe nur festgestellt, nach einer gewissen Zeit, Vertrieb ist halt so dieses Zahlenorientierte ist jetzt nicht so meins. Das Spannende war aber, ich habe mit ganz, ganz vielen Freiberuflern, also ne, Iris, du bist ja auch einer, der dazugehört, die eben unter anderem auch als CAAs gearbeitet haben. Und tatsächlich ist es so, dass ganz, ganz viele freiberufliche CAAs im Markt in Deutschland unterwegs sind, die die ganzen klinischen Studien betreuen. Und das war dann zum Teil auch meine Aufgabe. Also ich habe diesen klinischen Teil zur Rekrutierung übernommen. Und genau, also kurz das Hintergrund, man arbeitet dort im Tandem. Das heißt, du hast einen sogenannten Account Manager, der ist das Sprachrohr, der Kontakt zum Unternehmen. Der spricht mit dem Unternehmen, der geht auf die Messen und trifft sich auch vor Ort mit den Leuten, meistens aus dem HR-Bereich oder halt auch entsprechend aus den Fachbereichen und fragt, ob die denn Bedarf haben an eben einer Interimslösung, weil gerade zum Beispiel jemand gegangen ist, häufig auch Chief Scientists oder sowas, die dann halt eine Interimslösung gebraucht haben, weil es halt wirklich auch für die lange braucht, bis die halt jemand Neues halt gefunden haben. Und in so einem großen Unternehmen kannst du es dir eigentlich fast nicht leisten, dass so Stellen halt unbesetzt bleiben. In der klinischen Forschung zum Beispiel auch diese CAAs, die brauchen die halt dringend, um den Bedarf abzudecken, weil sie gar nicht so schnell die Leute in Festanstellung oder gar nicht wollen, in Festanstellung zu nehmen. Und ja, was soll ich sagen? Auf einmal waren da die ganzen Biologen, die ich sonst auf dem Arbeitsmarkt vermisst habe. Denn CAAs sind jetzt laut meiner Erfahrung noch mit meinen Kollegen, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, zu 90% Biologen. Das hatte ich ja nicht erwartet, ja. Spannend. Ich auch nicht. Also ich war total erstaunt und möchte auch hier nochmal betonen, die Frauenquote ist enorm hoch. Also ich bin einer der wenigen CAAs tatsächlich bei mir im Unternehmen. Der Rest sind alles weibliche Kollegen von mir. Also das ist, glaube ich, so ein 80:20 Verhältnis. Und habe dann viele intensive Gespräche mit den CAAs führen können, natürlich, weil ich wusste, okay, ich brauche jetzt jemanden für bestimmte Indikationsbereiche. Da hat man dann LinkedIn durchforstet, hat halt die Datenbanken, die man hatte, halt geschaut oder durch Kontakte von anderen CAAs, die dann sich weiterempfohlen haben. Und es war für mich auf jeden Fall eine spannende Zeit. Ich musste auf jeden Fall lernen, den Hörer in die Hand zu nehmen und das kannte ich vorher nicht. So, wenn du aus dem Labor kommst, du telefonierst ja nicht den ganzen Tag, wenn überhaupt. Also schickst vielleicht irgendwo mal eine E-Mail irgendwo hin. Das war's aber. Und das hat mich tatsächlich, glaube ich, auch weitergebracht. Und das ist tatsächlich auch etwas, das ich jetzt sehr gut gebrauchen kann für meine Arbeit als CAA. Und hätte ich nicht gedacht, aber ja, weil, was machst du nämlich auch? Du führst auch Gehaltsverhandlungen. Und die laufen halt manchmal auch nicht so schön oder sind auch mal relativ hart. Das habe ich am Anfang, war ich mir ein bisschen skeptisch, ob ich mir das zutraue, aber man wächst in so eine Rolle hinein. Ich hatte super Unterstützung von meinem Team. Und ja, es war am Ende, war ich sehr erfolgreich. Also ich war tatsächlich am Ende einer der verkaufsstärksten Recruiter. Und da muss ich auch sagen, dank der wissenschaftlichen Ausbildung, weil du nicht nur neben dem Klinischen, auch das Medizinische habe ich auch gemacht, die Medicals. Das sind so Medical Advisor, das sind häufig Ärzte, die die Unternehmen medizinisch beraten. Und wenn du da mit einem Doktortitel tatsächlich kommst, sprechen die ganz anders mit dir. Also die merken auch, und ich habe wirklich tolle Gespräche gefühlt. Das hat dann manchmal eine Stunde, habe ich mit diesen Leuten telefoniert, die sich dann geöffnet haben, weil sie halt gesehen haben, oh hey, der versteht was von der Materie oder der hat das gehört, oder ich höre viel Podcasts, wissenschaftliches Podcast. Und dann war das so, ah ja, und dann hast du diese Gespräche angefangen und es war wirklich spannend und eigentlich total toll. Die Leute sind eigentlich auch zum Großteil super nett. Und man hat einfach mal gesehen, okay, wo sind denn diese ganzen Leute eigentlich gelandet, nachdem sie halt studiert haben? Wenn du Freiberufler wirst, ne, also bei den CAAs häufig schon relativ früh, aber so Medical Advisor, die waren vorher ganz lange in Unternehmen, die waren selber Ärzte und auch Chefärzte zum Teil, die dann später gesagt haben, nachdem sie dann in Rente gegangen sind, ey, ich will eigentlich gar nicht aufhören, ich möchte halt noch irgendwie was machen und haben da auch wirklich die krassesten Lebensläufe. Und da hatte ich auch ein bisschen Schiss vor am Anfang, ja. Es war dann so, okay, das sind so Leute, die so einen endheftigen Lebenslauf haben, die waren zum Teil CSO, also Chief Scientific Officers oder Chief Medical Officers irgendwo in einem großen Unternehmen. Und jetzt reden die da mit mir und die haben wahnsinnig viel Erfahrung, über 30, 40 Jahre, aber die sind auch total, das sind auch nur Menschen. Ja, also das heißt wirklich so diese Tätigkeit,
über die du eigentlich also, auf die du eigentlich zufällig gekommen bist. Da jetzt mache ich hier Scientific Recruiting. Also, hat dir wirklich so die Möglichkeit gegeben, da mal 'n Einblick zu bekommen in den Bereich oder in die Bereiche, wo du letztendlich ja dann auch hin wolltest und, Genau, also ich habe ja. ja, und hast auch ganz viele Kompetenzen dabei auch entwickelt, wie du gesagt hast, ja, so dieses, mit den Menschen telefonieren und, dieser Vertrieb, diese Erfahrung, also, hat dich dann wirklich auch weitergebracht. Auf jeden Fall, weil eine Sache, die man auch im Vertrieb lernt, ist, es ist sehr stressig zum Teil. Es ist viel Druck da, weil es halt eben, monetär getrieben ist auch Mhm. einfach. Der Umsatz muss stimmen. Das ist da auch nicht anders, auch wenn jetzt quasi der Freiberufler natürlich jetzt quasi deine Ware ist. Also, Ware ist bisschen falsch ausgedrückt, aber es zählt dann trotzdem natürlich, dass du den Umsatz machst, Mhm. ja? Und, ähm aber die Einblicke, die man da gewinnen konnte, waren wirklich super, weil so kommst du normalerweise nicht an diese Leute ran oder gewinnst Einblicke, und das hat zur Orientierung super geholfen. Mhm. Und wie es halt so ist, man knüpft Kontakte zu den Mhm. Leuten, und wie sich's dann halt für mich dann zum Beispiel zufälligerweise ergeben hat, also ich bin jetzt seit einem Jahr CAA, tatsächlich heute. Vor einem Jahr habe ich bei Icon angefangen. Ähm, ich habe dann tatsächlich durch ein Unternehmen, mit dem ich jetzt zusammengearbeitet hatte, die Möglichkeit bekommen, dort als Pharmareferent einzusteigen. Das war Bavarian Nordic, die sind spezialisiert auf Impfstoffe, Mhm. vor allem für Reisekrankheiten, Krankheiten, FSME, Tollwut und sowas zum Beispiel. Und, hätte dort dann eigentlich auch angefangen. Ich bin aber zur gleichen Zeit Vater geworden. War alles ein bisschen schwierig tatsächlich, auch mit der Tochter gesundheitlich und so. Und, ich hätte das gerne gemacht, denn ähm, Pharmareferent, ja, also es ist natürlich auch wieder Außendienst, das ist auch wieder Vertrieb, das ist auch wieder zahlengetrieben, weil in dem Fall verkaufst du jetzt dann Impfstoffe oder halt eben diese Medikamente. Aber, und das war etwas, was ich im Hinterkopf hatte, man kann sich weiterentwickeln zum sogenannten Medical Science Liaison. Und der Medical Science Liaison ist quasi der Fachansprechpartner für die Ärzte. Also, der hat dann eigentlich mit nix mehr damit zu tun, dass er irgendwie versucht, das Produkt irgendwie an die Kunden zu bekommen und zu verkaufen, sondern der berät fachlich. Mhm. Das heißt, du liest wieder Paper, du arbeitest dich in die Indikation ein. Das kann wirklich alles sein von, soliden Tumoren zu Rare Diseases, zu Herz-Kreislauf, zu Nierenerkrankungen, zu Neuro, also wirklich die ganze Spektrum. Und auch da, ne, je nachdem, wo ihr promoviert habt oder in welchem Fachbereich, kommt das vielleicht euch auch zugute. Also ich habe jetzt einen Kumpel, der hat in der Immunologie gearbeitet und der macht jetzt MSL für Immunologie zum Beispiel. Man ist dann auch unterwegs, man muss auch reisen, man fährt quasi zu den Arztpraxen, in die Kliniken, man fährt auf die Symposien, Konferenzen, auch ist man dann auch mal international unterwegs und hat normalerweise ein Gebiet, das man halt quasi betreut, und deine Pharmareferenten sind dir quasi untergeordnet und mit denen, arbeitest du dann quasi zusammen. Mhm. Also, Und das so 'ne Stelle als also, Sprungbrett, dass man sagt so: „Ich mache jetzt erst mal Pharmareferent“ und dann mit dem Ziel, später dann Medical Science Liaison, dann fachlicher auch wieder zu arbeiten. genau, oft ist es tatsächlich so, dass die Unternehmen gerne Leute haben, die, vorher Pharmareferent waren, um dann eben MSL zu machen, muss aber nicht sein, ne? Das hängt immer ganz stark vom Unternehmen auch ab. Und was die Pharmaakademie zum Beispiel auch macht, ist auch MSL-Fortbildung. Also, wenn du sagst: „Hey, vielleicht ist es doch was für mich, weil ich halt doch irgendwie, mich in die Indikation so stark eingearbeitet habe wegen der Promotion, ich würde da gerne bleiben“, dann Mhm. ist das vielleicht eine Option tatsächlich. Mhm. Also, ich kenne auch Leute in meinem Netzwerk, die direkt auch nach der Promotion dann, auch in die Rolle, glaube ich, eingestiegen sind, also direkt dann MSL. Aber dann braucht man wahrscheinlich dann den entsprechenden Fachhintergrund. Ja, also ich habe jetzt auch, 'n Bekannten von mir, der ist jetzt auch direkt, nach seinem Postdoc, also 2 Jahre Postdoc, und dann hat er quasi diese Stelle bekommen. Ja, klar, wenn man, ne, du bist ja super eingearbeitet, du kennst ja normalerweise die aktuelle Forschung und das zieht sich dann nahtlos weiter. Mhm. Und, ist auf jeden Fall ein spannendes Berufsfeld, weil ich habe tatsächlich mit den MSL und mit dem Außendienst auch jetzt noch zu tun als CAA. Das überlappt sich, aber erzähle ich vielleicht gleich noch was dazu. Mhm. Tatsache war auf jeden Fall okay, ich konnte das leider nicht machen. Habe bei 'nem Unternehmen relativ schnell dann auch wieder gekündigt. Meine Familie war mir erst mal wichtiger, dass sich das alles erst mal, settelt und alles. Mhm. Ähm, und habe per Zufall gesehen, dass dann
über die Pharmaakademie in dem Fall die CAA-Fortbildung quasi läuft. Und das muss ich jetzt auch noch hinzusagen, bei der Pharmaakademie läuft das über den Bildungsgutschein. Und das machst du normalerweise, wenn du in der Arbeitslosigkeit bist, also beziehungsweise wenn du Arbeitslosengeld 1 empfängst. Weil du zum Beispiel jetzt, naja, nach deinem PhD, da geht es meistens ja nicht nahtlos weiter. Deswegen vielleicht eine Überlegung, wer es gerade am Ende ist, es läuft eigentlich ziemlich komplikationsfrei. Weil die sehen vom Jobcenter, das heißt ja nicht das Jobcenter, sondern ja, auf jeden Fall, die sehen, du bist hochqualifiziert und die wollen dich ja eigentlich auch wegbringen und du musst es, glaube ich, nur ganz kurz argumentieren, warum dich das weiterbringt und dann sollte das eigentlich passen, weil die ist, also es gibt auch die Möglichkeit, diese Fortbildungen so an Wochenendkursen zu machen, aber da muss man selber zahlen und die sind halt sehr, sehr teuer. Das war tatsächlich aber wirklich wichtig. Also ich hatte zwar ein paar Kollegen, die dann direkt als CA eingestiegen sind, aber man tut sich doch leichter, wenn man diese Fortbildung macht. Denn im klinischen Umfeld ist es sehr kompliziert. Ich erzähle das jetzt mal noch ganz kurz, weil es dann doch sonst zu lange und da ein bisschen sprengt. Also in der klinischen Prüfung hat man verschiedene Phasen. Du hast Phase 1, 2, 3 und 4. Phase 1 bis 3 ist, wenn man ein nicht zugelassenes Medikament hat. Also in dem Fall nennt sich das IMP, das ist ein Investigational Medicinal Product oder Prüfpräparat auf Deutsch. Und das muss erstmal getestet werden. Und das durchläuft eben diese verschiedenen Phasen. Das ist ein hochreguliertes Umfeld. Man muss es vorher eigentlich auch eingereicht haben. Da kommt wieder Regulatory Affairs, also für die Zulassungen und so. Da muss man Anträge schreiben. Und wenn man in Europa ist, dann macht es die European Medicine Agency. Die ist mittlerweile in Amsterdam. Früher war sie in London, aber Brexit mussten sie umziehen. Und in den USA ist es die FDA, also Food and Drug Administration. Und die FDA setzt eigentlich so ein bisschen den Goldstandard, wobei jetzt mittlerweile vorsichtig wäre mit dem jetzigen Gesundheitsminister, also ohne Shit. Die EMA ist da auf jeden Fall besser aufgestellt aktuell. Aber die FDA-Regularien sind einfach immer noch da aus der Vergangenheit und es ist halt hochkomplex. Und die Phase 3 zum Beispiel ist die am längsten dauert. Das sind die meisten Patienten mit drinnen, die behandelt werden, an denen das getestet wird. Und das läuft über mehrere Jahre. Und dort werden auch die meisten CAAs auch eingesetzt tatsächlich, um das zu überwachen. So, und was machst du da jetzt eigentlich? Ja, also ich habe dann eine Stelle bekommen bei ICAN. ICAN ist die drittgrößte globale Clinical Research Organization. Auf Deutsch ist das ein Auftragsforschungsinstitut. Die übernehmen für Unternehmen, die zu klein sind oder das nicht wollen, quasi diese ganze Monitoring-Aktivität. Also alles zur Überwachung von klinischen Prüfungen und Studien. Und die bezahlen quasi damit die das für einen machen. Also es ist quasi ausgelagert. Manche Unternehmen wie AstraZeneca zum Beispiel, die sind groß genug, die holen sich dann noch Freelancer mit dazu, aber die haben ihre eigenen Leute. Und ich arbeite zum Beispiel jetzt gerade im Novartis-Programm. Also ich arbeite nur für Novartis Deutschland. Aber andere Kollegen zum Beispiel, die sind dann bei BioNTech zum Beispiel, nee, nicht BioNTech, bei Pfizer und auch bei anderen Unternehmen, die dann das auch ausgelagert haben. Also man arbeitet eigentlich nur für einen Sponsor, nennt sich das. Also in dem Fall halt eben das Unternehmen. Das kann ein Biotech-Unternehmen sein, das können auch Startups sein zum Beispiel. Das ist bei Rare Diseases zum Beispiel auch oft der Fall. Und man übernimmt dann diese Tätigkeit. Und was man halt machen muss, ist halt sehr viele Dokumente prüfen. Zum Beispiel, was halt ganz, ganz wichtig ist, ist die Einwilligungserklärung. Wenn so jemand an einer klinischen Prüfung teilnimmt, muss er vorher eingewilligt haben. Und das erfordert, dass ein Arzt ein Aufklärungsgespräch geführt hat, dass der Patient gut informiert worden ist, dass das in einfacher Sprache gehalten ist, weil es ja oft sehr komplex ist und die Leute natürlich irgendwo auch Laien sind für gewöhnlich. Und das ist deine Aufgabe. Du überprüfst das. Du schaust, dass alles anhand dieser Standards, mit denen man arbeitet, eingehalten wird. Da geht es also ganz, ganz viel um Patientensicherheit. Und während so einer klinischen Studie fallen auch wahnsinnig viele Dokumente an. Ne? Also die kommen regelmäßig für Untersuchungen, denen wird das Medikament verabreicht, dann muss überprüft werden von dir, ist das die korrekte Dosis, ist es im richtigen Zyklus und so weiter. Und du überprüfst, ob die Medikamente richtig
an den Ort gebracht wurden, ans Zentrum, ans Klinikum. Das wird zum Beispiel häufig, sind die temperatursensitiv. Das heißt, da wird dann quasi mit Hilfe von so Logs getrackt. Zum Beispiel jetzt gerade, wo es so heiß ist, da ist es zum Beispiel ganz, ganz schwieriges Thema, dass die gut gekühlt ans Zentrum kommen und dass es dort keine Ausreißer gibt. Und du überprüfst das auch an den Zentren. Du schaust, hey, haben die Infrastruktur, dass sie diese Medikamente aufbewahren? Und dann auch zum Beispiel Datenarchivierung, haben die ein Archiv, wo kommen die ganzen Dokumente hin? Die müssen aufbewahrt werden für mindestens 30 Jahre und haben sie dafür die nötige Infrastruktur. Und das bedeutet aber auch, ein CAA, der in der klinischen Prüfung unterwegs ist, der muss viel reisen. Das hängt immer ein bisschen davon ab, für wen man arbeitet. Aber Kollegen von mir, ja, die sind halt deutschlandweit unterwegs. Also du bist wirklich 70% deiner Zeit im Zug oder im Auto Auf der unterwegs. Straße, ja. Auf der Straße, genau. Wenn du mit dem Zug fährst, dann cool, dann kannst du nämlich da auch arbeiten, wenn alles gut geht. Und wenn du Glück hast, ist dann auch der Zug klimatisiert. Also ich habe heute schon wieder Horrorstorien gehört von meinen Kollegen, also es ist mit der Bahn schwierig. Ja, aber du kommst halt mit sehr vielen Leuten wieder in Kontakt und du musst halt ganz oft Probleme lösen, weil immer irgendwas ist. Es ist nie das Gleiche und du hast mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Leuten eben zu tun. Also man muss auch schon ein bisschen affin sein, eben sich mit Menschen auszutauschen und auch auszuhalten, wenn die ein bisschen genervt sein können, was die manchmal auch sind, weil ja, wir kennen alle die Situation bei uns in den Arztpraxen und in den Kliniken, die sind alle halt hart überarbeitet und da ist es halt auch mal stressig und ja, die Studienschwestern, das sind halt die es meistens halt auch alles machen für die Dokumentation, die sind wirklich sehr gestresst, denen muss man auch mal so ein bisschen hinterherlaufen und manchmal muss man auch ermahnen. So, hey, das fehlt, das muss noch gemacht werden, hier ist eine Deadline. Und genau, also man darf da auch nicht scheu sein. Ja, auf der anderen Seite ist es halt deine Arbeit. Ja, also Kommunikationskompetenz, da kommt wahrscheinlich dann auch wieder deine Erfahrung so aus dem Recruiting, Vertrieb, wahrscheinlich dann auf. Das hat mir tatsächlich sehr geholfen. Mhm. Genau, also ich habe in dem Unternehmen auch Kommunikationsstrategien halt gelernt, Konflikte zu lösen und was macht man halt in dem Moment, ne? Und das Wichtigste ist eigentlich halt immer zuzuhören. Ne? Man muss tatsächlich diesem Problem auf den Grund gehen, weil du kriegst es halt erzählt, musst aber dich hineinversetzen und dann schauen, okay, was ist da jetzt eigentlich passiert? Und woran liegt das, ja? Und was du halt ganz viel machst, ist auch, du trainierst diese Leute eben auf diese Studien und manchmal musst du sie halt dann nochmal erneut ja, trainieren, musst sie nochmal darauf hinweisen, ob die Prozesskette halt angepasst werden muss und ja, gehst halt auf Fehlersuche. Aber das ist irgendwo auch das, was man ja studiert hat, ne? Also du gehst den Dingen auf den Grund, wirklich ins Detail und es wird dadurch nie langweilig. Also es passiert nämlich immer irgendwas. Das heißt, du machst dann also auch Schulungen, schulst die Leute vor Ort, die dann die Studien durchführen, erklärst, wie muss das ablaufen. Genau, also es gibt Protokolle, an die man sich dann auch hält und die müssen auch auf elektronische Systeme trainiert werden, weil ganz viel dieser Dateneingabe, das ist nicht mehr händisch, das ist alles digital. Dafür gibt es dann Plattformen. Also muss man schon ein bisschen technikaffin sein. Also man wird auch gut selber geschult und so ist es nicht, ne? Also sehr, sehr ausführlich. Aber man muss sich in diese Systeme einarbeiten und man arbeitet wirklich mit ganz vielen verschiedenen Systemen. Also ich habe allein ich glaube, es sind fast 10 oder so, mit denen ich arbeite, für verschiedene Tätigkeiten. Also es ist schon herausfordernd. Man kommt natürlich rein, die Praxis macht dann den Rest und für gewöhnlich kann man auch seine Kollegen immer super fragen. Wir haben auch ein Mentorenprogramm, also ich habe eine Mentorin, die mir mit Rat und Tat zur Seite steht. Man kann die Kollegen aber immer fragen. Die sind alle super hilfsbereit. Das ist auch dieser Schlag Mensch, glaube ich, persönlich. Genau. Und wie gesagt, die meisten CAAs arbeiten so in dieser Phase 3, wo wirklich viel zu tun ist. Aber, und da bin ich bin in der Phase 4. Und Phase 4 ist nach bereits erfolgter Zulassung, also dieses Medikament ist dann quasi auf dem Markt, lief durch Regulatory Affairs, hat alles geklappt.
Und jetzt bin ich in dem sogenannten Real-World Evidence Setting. Das heißt, das ist die Beobachtung, wie dieses Medikament im Alltag untersucht wird, und das gewinnt immer mehr an Bedeutung. Also Novartis zum Beispiel, die haben halt ein eigenes Team, wo ich halt mit dabei bin, die sich halt darauf konzentrieren tatsächlich, weil die Daten aus der Praxis natürlich ganz, ganz wichtig sind. Wie verschreiben das die Ärzte? Wie sind die Nebenwirkungen auf lange Sicht bei den Patienten vor allem auch? Und diese Daten fließen halt dann auch in die Patientensicherheit. Und für die sogenannte Pharmakovigilanz, das ist der Bereich, der auch für Patientensicherheit zuständig ist, wenn es zum Beispiel zu einem Fall kommt, dass zum Beispiel ein Medikament nicht gut vertragen wird, dann landet das meistens bei denen, und die schauen dann auch nochmal drauf, okay, hängt das mit dem Medikament zusammen, was ist da passiert, woher hat der noch andere Medikamente genommen zur gleichen Zeit, sind das irgendwelche Cross-Reaktionen zum Beispiel, also auch ganz spannendes Berufsfeld tatsächlich. Und was ist so der Unterschied, also Pharmakovigilanz und das, was du jetzt machst? Also wie unterscheidet sich das? Mm, Pharmakovigilanz nennt sich ist unter anderem auch Drug Safety. Also die machen halt alles, was halt mit diesem entweder Prüfpräparat in der Phase 3 oder mit dem zugelassenen Medikament zu tun hat, und schauen halt einfach drauf, wenn zum Beispiel, und das ist zum Glück jetzt nicht immer der Fall, aber wenn mal Todesfälle zum Beispiel auch passieren, was ist da genau passiert? Das heißt, du hast dort auch Mediziner oder Leute, die halt schon lange da arbeiten, die da halt genau ein Auge drauf haben. Und ich kriege dann zum Beispiel auch, wenn die feststellen, da wurde das zum Beispiel falsch appliziert, oder die Dosis war irgendwie abgewichen vom eigentlich ausgemachten Protokoll. Warum? Was ist da passiert? Und was sind dann die Nebenwirkungen? Und da schaut die Pharmakovigilanz drauf. Also ganz, ganz wichtig eigentlich auch, ja. Und ich bin mehr so aktiv. Also ich kümmere mich um die Zentren, ich schaue, dass dort alles rund läuft, ich frage nach, wenn Patienten rekrutiert werden, und da kommen wir wieder auch zu den Zahlen, ne? Also Zentren müssen, und die sind vertraglich dazu auch verpflichtet, bestimmte Anzahl an Patienten einbringen, weil die das auch gesagt haben, ja, wir können so und so viele Patienten eben einbringen. Und woran liegt es? Also ist das auch in gewisser Weise zahlengetrieben wie im Vertrieb, nur ist der Druck nicht so da. Also es ist halt nur auf lange Sicht, ne, die laufen lange so, okay, wie können wir helfen? So, Vielleicht kurz noch für mein Verständnis, diese Zentren, sind das dann also direkt an Arztpraxen oder Kliniken, die dann sagen, wir haben hier das noch ist beides. Patienten? Okay. Genau. Also wir nennen es Zentren, das umfasst quasi alles von Unikliniken zu Kliniken, zu Arztpraxen, zu MVZs, also alles da, wo du behandelnde Ärzte hast. Genau. Und so, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, was machst du da? Also, du hast diese Zentren, also sozusagen, genau. das Medikament ist also zugelassen, es ist am Markt, es wird jetzt eingesetzt und Genau, und da beobachtest du jetzt. Und das heißt, du arbeitest halt viel mit den Zentren zusammen und vor allem mit den Studienschwestern in erster Linie. Und du hast da zum Beispiel einen direkten Draht dazu. Die haben deine Handynummer, die rufen dich auch an, wenn sie Fragen haben. So, hey, Herr Wallner, was ist denn da los? Ich habe versucht, das hier einzutragen. Da kommt jetzt irgendwie eine Fehlermeldung. Oder was muss ich denn da machen? Was muss ich noch für Tests machen? Was ist mit den Dokumenten? Passt es so? Also da passiert jeden Tag eigentlich irgendwas. Also ich bin tatsächlich auch wieder täglich am Telefon und spreche mit den Leuten und versuche, Probleme zu lösen. Und es gibt immer Probleme. ja. Und ja, aber es ist, ich finde es eine tolle Tätigkeit. Also es macht wahnsinnig viel Spaß, weil man kommt halt eben auch mit den Leuten direkt in Kontakt. Man fährt auch mal hin. Das ist auch die Aufgabe des CAAs, dass er regelmäßig sogenannt monitoriert. Also du fährst dann auch wieder in die Zentren, du überprüfst die Einwilligungserklärungen, du überprüfst die Daten, dass die kohärent sind mit dem, was in den elektronischen Systemen steht und was in den Patientenakten drin ist. Und man lernt sehr viel über Medizin auf jeden Fall. Also wenn das jemanden interessiert, ist es wirklich sehr spannend, muss ich sagen. Also auch die Therapien, mit denen man zu tun hat. Also ich habe zum Beispiel welche im Bereich Multiple Sklerose, habe jetzt aber auch eine im frühen Brustkrebs. Das sind halt wirklich ganz neue Sachen, die den Patienten wirklich auch Linderung anscheinend verschaffen. Machen wir das auch, aber das sind auch so Sachen, wo die Ärzte sagen, hey, das verschreiben wir total gerne, weil die Nebenwirkungen so gering sind und es den Patienten einfach besser geht. Und wenn du das hörst und siehst, okay, das scheint doch Wirkung zu zeigen, dann ist das eigentlich auch ein sehr schönes Gefühl. Weil du weißt, ja, du trägst dazu bei, dass es diesen Leuten, die so krank sind, besser geht.
Und die ganzen Daten, die dann also dokumentiert werden und da anfallen, bist du dann auch für die Auswertung zuständig, oder macht das dann noch mal jemand anders? So, und jetzt haben sich noch mal ganz viele neue Berufsfelder, die sich da auftun. Also, und das wusste ich vorher auch nicht, ja? Also, dieser klinische Bereich, der ist riesig. Ähm, wenn jemand zum Beispiel jetzt nicht so Lust hat auf diese Tätigkeit als CAA, es gibt auch die Möglichkeit, dass du im Datenmanagement arbeitest. Wenn du sehr affin bist und weil du selber gerne Statistik gemacht hast, dann kannst du auch im Bereich Biostatistik arbeiten. Mhm. Und was ich jetzt auch gelernt habe, ist die Biostatistiker, die für uns die Daten auswerten, die arbeiten zum Beispiel ganz viel jetzt mit R. Also ich habe selber während meiner Promotion mit R gearbeitet, wusste auch, R wird immer bedeutender auf jeden Fall. Und das ist mittlerweile auch so, ja, die werden hier von den Biostatistikern in, ja, die haben ihre eigenen Versionen davon, aber alle arbeiten mit R. Die suchen die Leute auch, die mit R-Statistik Erfahrung haben. Also wenn du sagst, okay, du hast ganz, ganz viel R-Statistik gemacht und bist eigentlich gut darin in R, könnte das vielleicht auch was für dich sein. Ja? Also das ist also auch ein spannendes Feld, weil das sind die Leute, die halt am Ende die Daten auswerten, die dann auch sagen, die bereiten dir das auf für die Medical Advisor, die dann am Ende dann auch wieder auf die Konferenzen fahren und die Ergebnisse auf einem Poster präsentieren. Und dazu brauchst du natürlich die Statistik, ne? Und das muss natürlich irgendjemand machen. Und das sind Riesenteams, die das halt auch machen. Weil die Datenmenge, die dabei generiert wird, ist enorm. Also, nur so als Überblick, ich betreue für diese Brustkrebsstudie 300, also die nicht ich selber, aber unser Team betreut 300 Zentren deutschlandweit und das ist in Deutschland. Und da muss natürlich, das muss ja natürlich jemand machen. Ne? Also auch wirklich cool, wenn das jemand spannend findet. Also informiert euch darüber, wie man vielleicht im Bereich Biostatistik vielleicht auch in der klinischen Forschung arbeiten kann. Oder als Data Manager, da hast du mehr mit diesen ganzen Systemen zu tun. Die ganzen Eintragungen, die gemacht werden, und das sind ja wirklich viele, die ja täglich da reinkommen, ja, und die müssen auch überprüft werden und manchmal kommt es wegen zu irgendwelchen Fehler in Systemen, da werden Rückfragen gemacht und das machen die Data Manager, die kümmern sich darum. Und das sind wirklich enorme Datenmengen, die da verarbeitet werden müssen. Das macht auch ein Kumpel von mir hier im Uniklinikum in Regensburg. Also wirklich auch sehr cooles, spannendes Feld. Wenn das halt einem liegt, dann könnte das auf jeden Fall auch für jemanden was sein. Braucht man da eher noch mal 'n IT-Background, oder Nein, ne? nee. Also mein Kumpel, der war in einem Unternehmen vorher, war dann auch dort auch eher für die Daten halt zuständig. Man rutscht, glaube ich, da so ein bisschen rein. Hängt ein bisschen davon ab, was man halt selber gemacht hat, ne? Wenn du selber viel programmiert hast zum Beispiel, weil du mit Python gearbeitet hast oder halt mit anderen Programmierungssystemen, dann ja, vielleicht ist das dann auch etwas, was dann vielleicht eher spannender ist, ne? Mhm. Ähm, aber es gibt auch Berufsfelder, in die man sich weiterentwickeln kann als CAA, ne? Also, man kann natürlich da drin bleiben. Man bleibt CAA und steigt immer weiter auf. Oder man wird zum Beispiel Projektmanager für klinische Studien, also ein sogenannter Clinical Project Manager. Der ist halt für die Gesamtheit der Studien verantwortlich. Der hat dann sein Team an CAAs unter sich, schaut, dass das mit den Studien gescheit läuft, ist dafür verantwortlich, dass dann in Zusammenarbeit auch zum Teil mit dem Außendienst, auch mit den MSLern, zu schauen, hey, dieses Klinikum, das haben wir nicht auf dem Schirm, das könnte zum Beispiel interessant sein. Oder sammelt die ganzen Informationen vom Außendienst, welche Arztpraxen zum Beispiel in Frage kommen und bereitet das halt quasi auf. Und dann muss man zum Beispiel auch weniger reisen. Also der ist zum Beispiel jetzt nicht so viel unterwegs wie halt so ein CA zum Beispiel. Mhm. Fände ich zum Beispiel persönlich sehr spannend. Also das wäre dann vielleicht für mich auch mal ein Entwicklungsschritt. Aber man hat auch die Möglichkeit, wenn man lange genug dabei ist, dass du als Medical Advisor dann irgendwann arbeitest. Und da kommt tatsächlich der Doktortitel wieder ins Spiel, weil Medical Advisor, man möchte dort schon jemanden, der wissenschaftlich fundiert ausgebildet ist. Und das ist halt nun mal mit jemandem Promotion eher so als jemand ohne. Und Ja, das also, das heißt, der ist einfach Titel so. Titel Ja, dann es schon ist Vorteil. ja, es ist nicht nur der Titel, sondern es ist, du hast 4, 5 Jahre damit verbracht, dass du da du weißt, wie man wissenschaftlich arbeitet. Und das tust du dann da auch wieder als Medical Advisor. Du liest die Paper, du liest die Studien, du sprichst mit den Ärzten und führst mit denen auch Fachgespräche und hältst auch Rücksprache eben mit dem Unternehmen, woran wird gerade geforscht, okay, was ist der nächste Plan?
was werden für Studien neu aufgesetzt und da bist du in der Konzeptionierung halt mit dabei und betreust halt dann diese Studien auch mit. Also wenn ich Fragen habe, weil ich was nicht verstehe, dann komme ich auch zu den Medical Advisern oder gebe das von den Ärzten zum Beispiel weiter, weil die sagen, hey, wieso darf ich das so und so nicht verschreiben? Und dann hast du da deine Ansprechpartner halt. Und das ist auch Teil des klinischen Teams quasi, des Studienteams. Also auf jeden Fall auch spannend. Ne? Spannend, ja. Also viele, viele Möglichkeiten. Genau. Ja, danke für die Einblicke, Tobi. Ich würde in Anbetracht der Zeit auch mal genau für die Fragerunde auch öffnen. Also wer Fragen hat, schreibt es gerne in den Chat, falls irgendwelche Fragen offen geblieben sind, die Tobi jetzt noch nicht beantwortet hat. Vielleicht, während wir auf die Fragen im Chat warten, Tobi, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Also wenn jetzt jemand Interesse hat an der Tätigkeit als CAA, also was sollte die Person mitbringen? Was sind so wichtige Kompetenzen, wo du sagst, also das sollte man auf alle Fälle mitbringen? Und was sind vielleicht auch Kompetenzen, wo du sagst, die entwickelt man auch in der Promotion und kann die da auch nutzen? Genau, also zu deiner letzten Frage, also die Kompetenzen, die du entwickelst, ist auf jeden Fall Resilienz. Jeder, der eine Doktorarbeit gemacht hat, weiß, wie anstrengend das sein kann. Und das sollte man auch definitiv in Bewerbungsgesprächen erwähnen, dass man sehr widerstandsfähig ist, auch gegenüber stressigen Situationen, denn es wird stressig. Und dass man damit gut umgehen kann. Was auch wichtig ist, ist eben Kommunikation. Zuhören vor allem. Also zuhören ist ganz, ganz wichtig. Das macht 80% davon aus. Du musst diesen Leuten zuhören, musst auch schauen und verstehen, was wollen sie mir eigentlich gerade sagen? Wie kann ich ihnen da helfen? Manchmal muss man aber auch strikt sein. Ja, und das ist etwas, das lernt man aber mit der Zeit. Am Anfang ist das natürlich alles super neu und man ist super nervös und so, oh Gott, ich muss da jetzt jemandem hier irgendwie den Riegel vorschieben und das habe ich noch nie gemacht. Aber das ist halt Teil deiner Aufgabe und da kommt man ein, da wächst man ein. Also da kann ich jeden beruhigen, der da irgendwie vielleicht Berührungsängste hat oder so. Das ist etwas, da wächst man mit, auf jeden Fall. Und man ist auch nicht allein. Ne? Man ist nie allein. Da ist immer jemand, der einem helfen kann. Ansonsten ja, also in mir hat auf jeden Fall sehr geholfen, das wissenschaftliche Arbeiten, weil diese Studienprotokolle sind sehr komplex. Und die sind häufig aufgebaut wie so ein Paper, ne? Du hast eine Synopse, du hast die einzelnen Gliederungen und die Themen und dann wird es auch zum Teil sehr fachlich. Also das wissenschaftliche Grundverständnis, dass man das Vokabular versteht, vor allem, weil es halt auch oft Englisch ist. Also ein Großteil davon ist in Englisch. Ja, ne, das würde jemanden, glaube ich, also das möchte ich jetzt niemandem nachsagen, aber wenn du nochmal promoviert hast und nur englische Paper gelesen hast natürlich, dann fällt dir das leichter, viel, viel leichter. Ne? Vor allem, weil du auch viel schneller siehst, okay, wo sind die kritischen Punkte, was ist wichtig. Ne? Das kann man viel besser rausfiltern, auf jeden Fall. Ähm, und dass man viel lernen muss tatsächlich, ja. Also das kennt ja aus dem Studium. Also das Pensum ist dann schon hoch, man wird auch gut trainiert, aber diese Trainings sind deine Arbeitszeit. Also man hat dann zwar auch seine Deadlines, man arbeitet es durch, aber am Ende des Tages muss man keine Prüfungen in dem Sinne schreiben, sondern musst du Was waren so Trainings, die du absolvieren musstest, dass man mal so ein bisschen Einblick bekommt? Was war denn das? Oh, ich habe nochmal für alles quasi ein Training. Also die Unternehmen trainieren einen schon sehr, sehr ausführlich, weil die auch wissen, dass das halt wahnsinnig viel ist. Du wirst trainiert, wie gehe ich mit den Systemen um, wie kann ich was anlegen. Ich musste zum Beispiel auch, damit ich freigegeben werde, um selbst operieren zu dürfen, draußen, musste ich 4-mal mit Kollegen mitfahren. Das heißt, du siehst es quasi vor Ort, okay, wie laufen da die Sachen ab? Wie geht mein Kollege mit den Gesprächen um? Zum Beispiel, wenn da was nicht so rund läuft, wenn es passiert, und es war bei mir tatsächlich so, weil es immer ein Problem gibt. So, wie gehen die damit um? Also kann man sich ganz viel abschauen. Und man kriegt dadurch auch einen viel besseren Einblick, ja, wo sind so die Feinheiten? Die Kollegen erzählen natürlich aus ihren Erfahrungen, worauf man achten muss und was halt einfach ganz kritisch ist und wo man immer schauen muss und manche Sachen, die man ein bisschen vernachlässigen kann und zum späteren Zeitpunkt zum Beispiel machen. Und dieses verschiedene Systeme, also es sind da unterschiedliche Programme, Datenbanken, wo Sachen eingetragen werden müssen und dann muss man sich einfach auskennen, so was gehört da rein? Wie Genau. funktioniert das? Mhm.
Genau, das ist doch recht umfangreich und, weil es halt einfach so viele verschiedene Daten sind für verschiedene Zwecke und, man kommt aber da gut rein. Ja, also die Praxis erledigt eigentlich den Rest bei sowas. Mhm. Gut, ich sehe jetzt noch keine Fragen im Chat. Dann würde ich genau, hast schon alles so, ausführlich erklärt. Dann würde ich, vielleicht einfach zum Schluss dich auch noch fragen, gibt's noch irgendwie 'nen Tipp, irgendwas, was du weitergeben möchtest, wo du sagst: „Mensch, wenn ich das früher gewusst hätte, ähm, wenn ich das jetzt noch mal machen müsste, würde ich das anders machen.“ Also, irgend so 'ne Lesson learned, die du vielleicht noch möchtest. Ja, also, genau, also es und deswegen finde ich das so 'n Format ja auch super. Das Beste ist tatsächlich, mit den Leuten zu sprechen, die bereits irgendwo arbeiten. Wie sieht mein Berufsfeld eigentlich aus? Und für einen selber so, wo möchte ich eigentlich hin? Was interessiert mich, ja? Also, es kann natürlich auch sein, dass jemand von euch total sagt: „Hey, boah, ich wäre gerne hier im Außendienst.“ Du bist halt unterwegs und, du lernst halt viele Leute kennen, das macht Spaß. Man muss für sich einen selber wissen, wo möchte ich eigentlich hin? Für mich war immer ganz wichtig, ich möchte ganz nah an der Science sein Mhm. und das bin ich jetzt auch wieder. Mhm. Und das ja, es macht wahnsinnig viel Spaß, weil man einfach, ganz viel mitnehmen kann. Mhm. Deswegen, ja. Und, keine Scheu vor Gehaltsverhandlungen. Macht euch bewusst, was ihr wert seid. Nehmt als Referenz, was man im öffentlichen Dienst verdient und handelt damit entsprechend im Bewerbungsgespräch. Verkauft euch nicht unter Wert. Das habe ich nämlich gemacht bei K-Recruiting, weil ich so ein bisschen so: „Oh, okay.“ Ich hatte so ein absolutes Limit und das war dann das Limit. Und, die Verdienstmöglichkeiten sind aber für den Einstieg okay. So als Mhm. CAA kriegst du zum Beispiel, bei mir im Icon ist es zum Beispiel als CAA 1 sind es 54.000, brutto im Jahr. Mhm. Und das ist aber so durch die Bank relativ Standard. Mhm. Aber nach oben geht's dann ganz, ganz lange weiter, je nachdem, wie man sich dahin entwickelt. Wenn man die Firmen wechselt und dann wird's auf jeden Fall auch leichter. Mhm. Ja, Ja, genau. genau. Okay, dann sehe ich erst mal keine Fragen. Dann, würde ich sagen, ja, auch angesichts der Zeit, vielen Dank, Tobi, dass du da warst, dass du Ja, sehr gerne. uns hier Einblicke gegeben hast in deinen Weg von den Ameisen in die klinische Ich Forschung. rekrutiere wieder. Also, ich bin auch wieder zurück bei den Ameisen. Ja, vielen Dank. Und ja, ich freue mich, dass so viele da waren, zugehört haben. Und vielleicht auch schon mal als Ankündigung, es wird auch weitere Talks geben. Also, wir werden jetzt im Juli noch einen Talk haben zum Thema, Wissenschaftskommunikation. Und dann ist, im August erst mal Sommerpause und im September geht's dann wieder weiter. Da sage ich herzlichen Dank und 'nen schönen Abend dann noch.